Hallo und herzlich willkommen auf dem 2.5 Seams YouTube-Kanal. Ich bin Desiree und bei mir geht es um DIYs, Upcyclings und auch das Nähen. Und heute habe ich ein sehr cooles DIY für euch. Ich zeige euch nämlich, wie ihr einen Turban-Haarreif selbst machen könnt. Der ist aktuell ja total im Trend und man sieht ihn überall. Zum Beispiel bei Fashion-Bloggern oder auch bei ASOS, Urban Outfitters und auch bei Pinterest. Und ich habe mir ein bisschen Inspiration zusammengesammelt und die zeige ich euch jetzt mal. Das Do-it-yourself ist vor allem auch für Anfänger geeignet, da wir eigentlich nur 3 gerade Nähte setzen. Und falls ihr irgendwie Stoffreste zu Hause habt, dann könnt ihr diese verwerten oder ihr macht ein Upcycling draus und benutzt zum Beispiel den Stoff einer alten Bluse oder einer alten Jeans. Grundsätzlich sollte der Stoff ein bisschen Stand haben, also sollte ein bisschen fester sein, damit eben der Knoten oben auch wirklich schön ausgeformt ist. Und falls ihr noch einen Haarreif zu Hause habt, dann wäre es natürlich super. Ich muss mir noch einen besorgen und dafür gehe ich jetzt mal gleich in den Drogeriemarkt und schau mal, was da zur Auswahl steht. Ich habe jetzt alles, was ich brauche, zusammen und kann starten. Bevor wir loslegen mit dem Do-it-yourself, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das gerne. Darüber würde ich mich sehr freuen und aktiviert auch die Glocke, damit ihr keinen meiner Uploads verpasst. Und jetzt starten wir aber mit dem Do-it-yourself. Ihr braucht ein Stoffrechteck mit den Maßen 56 x 20 cm, etwas zum Anzeichnen, ein Handmaß, eine Schere, natürlich eine Nähmaschine und das passende Garn zum Stoff, einen Haarreif, ein Stäbchen oder irgendetwas anderes zum Ausformen, dann noch eine Sicherheitsnadel und dann kann es losgehen. Zuallererst legt ihr euer Stoffrechteck in den Bruch, das bedeutet, ihr faltet euren Stoff einmal in der Hälfte zusammen. Messt dann mit einem Handmaß 10 cm von der Außenkante nach innen ab und markiert euch die Stelle. Wiederholt das Ganze dann unten am Stoffbruch. Markiert euch zur Orientierung die Mitte der Seite und messt von dort aus 2 cm nach links und 2 cm nach rechts ab. Setzt euch auch hier wieder Markierungen. Verbindet jeweils die oberen und die unteren Punkte miteinander und wiederholt dann anschließend alle Schritte auf der gegenüberliegenden Seite. Schneidet den Stoff entlang der 4 eingezeichneten Linien ab. Euer Teil müsste dann jetzt so aussehen. Wer mag, kann sich den Stoff jetzt feststecken. Ich habe das hier mal gemacht, damit ihr genau seht, wo ihr lang nähen müsst. Näht jetzt die 3 Nähte füßchenbreit ab. Ich habe zum Nähen einen Gradstich benutzt und eine Nähmaschinennadel in der Stärke 80. Eure 3 Nähte sind gesetzt, dann geht es jetzt zum Umstülpen. Nehmt euch eine Sicherheitsnadel zur Hand und wendet den Stoff. Das ist am Anfang immer so ein bisschen fummelig. Wichtig ist, dass ihr die Sicherheitsnadel in der Seitennaht befestigt und sie mit dem Kopf voran zwischen die beiden Stofflagen bringt. Bringt die Sicherheitsnadel dann immer ein kleines Stück weiter in den Stoff hinein und stülpt den gestauchten Stoff nach außen über. Jetzt kommt das Essstäbchen zum Einsatz und zwar forme ich damit immer die Nähte so ein bisschen aus. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr möchtet. Ihr müsst es nicht, aber es sieht am Ende doch ein bisschen schöner aus, meiner Meinung nach. Dann ermittelt ihr wieder die Mitte des Stoffs und steckt euch am besten auch wieder eine Stecknadel zur Orientierung an. Messt von der Mitte aus jeweils nach links und nach rechts 8 bis 9 cm ab. Ich habe jetzt 8,5 gewählt und markiert die Stelle mit Kreide oder wie ich mit einem Trickmarker. Legt den Stoff dann jetzt so um, dass die Seitennaht oben zu sehen ist und knipst eure angezeichneten Markierungen ca. 1 cm ein. Dreht den Stoff jetzt einmal auf die andere Seite und verknotet ihn dann. Schaut nun auf jeden Fall, dass eure Schlitze ungefähr auf der gleichen Höhe sind. Wenn nicht, dann könnt ihr den Stoff immer noch mal so ein bisschen hin und her drehen. Führt den Haarreif von einer Seite in den Stoff ein und wenn ihr beim ersten Schlitz angekommen seid, holt ihr den Haarreif aus dem Stoff raus und führt ihn unter dem Knoten durch und versenkt ihn dann wieder im zweiten Schlitz in dem Stoff. Ich hoffe, das war jetzt verständlich genug. Formt dann noch den Knoten ein bisschen aus, je nachdem wie ihr möchtet und stülpt die offenen Stoffenden ca. 1 cm nach innen um. Jetzt müsst ihr die beiden Öffnungen nur noch mit einem Leiterstich schließen. Ich habe euch hierzu auch jetzt nochmal eine Grafik zur Verdeutlichung eingefügt.
Jetzt müsst ihr nur noch die überschüssigen Fäden abschneiden und dann könnt ihr den Haarreif schon benutzen. Ich empfehle euch, wie gesagt, etwas festere Stoffe. Ihr könnt auch einen dickeren Strickstoff benutzen, das habe ich auch schon ausprobiert, sieht auch mega cool aus. Und Jacquard wäre auch perfekt für so ein Projekt oder eben ja, feste Baumwollstoffe. Ich hoffe, das DIY hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und falls ihr es nachmacht, dann freue ich mich mega, wenn ihr vielleicht ein Foto auf euren Social-Media-Kanälen postet und den Hashtag DIY mit Desi benutzt. Oder ihr taggt einfach meinen Account, nämlich 2.5 Seams. Und dann sehe ich nämlich, was ihr so gezaubert habt. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video dann wieder. Und ach ja, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Das geht schnell und tut euch auch nicht weh. Und ich freue mich umso mehr drüber. Und genau, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.